Ich sag's euch, wir sind auf dem Weg ins Legoland. Werdet ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen haben, wie Christoph sagen würde. Und ihr seht, wir stehen zum Glück nicht mehr. Mittlerweile rollen wir so dahin. Aber wunderbar ist es auch nicht, muss ich sagen. Denn wir sind schon um 7 bzw. vor 7 Uhr weggefahren. Und ja, jetzt ist es, wartet, Uhrenvergleich, ich glaube irgendwann nach 9, wollten eigentlich um 10 da sein. 20 nach 9. Ja. Wollten eigentlich um 10 beim Eingangstor stehen vom Legoland. Das wird wohl eher nichts. Und es ist aber nicht deswegen, dass ich so gekränkt bin. Nein, ich habe nämlich gerade eine schlimme Erfahrung gemacht. Ich bin die beste Navigatorin des Landes gewesen und bin dann als Dampfwalze betitelt worden. Rita erzählt heute schon wieder Blödsinn. Es war rechts am Straßenrand eine ganz alte, fast schon antike Dampfwalze. Und ich habe Rita gesagt, komm, hier steht eine Dampfwalze, und sie hat geglaubt, ich meine sie. Ja, auf jeden Fall sind wir heute leider nicht im Legoland unterwegs, sondern hier irgendwo in Bayern. Wir haben noch 20 Kilometer bis nach München, und ja, dort genau. ist es ja noch nicht mal doch noch einige Zeit bis ins Legoland. Also ich weiß nicht, die Ankunftszeit ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 11 und halb 12. Ich habe schon geglaubt, Rita ist als Navigatorin doch nicht so gut geeignet. Wir sind nämlich irgendwo durch kleinere Ortschaften gefahren, waren zuerst, ich glaube, 5 oder 6 Mal abwechselnd im Landkreis Rosenheim und Mühldorf am Inn. Wir haben es aber jetzt trotzdem wieder mal auf die Autobahn zurückgeschafft, ja, und stehen wieder im Stau. Was mich ein bisschen schockiert, ist, dass hier überall Salzburg angeschrieben ist und wir ja eigentlich aus Salzburg kommen. Aber nein, das ist schon die richtige Richtung hier auf der A94. Aber ja, unsere Fahrt ins Legoland, da sagt noch mal einer, die Züge wären katastrophal. Es ist auf der Straße nicht besser. Irgendwie kommt mir vor, das Legoland will nicht, dass wir kommen. Ich bin gespannt und grusel mich auf jeden Fall jetzt schon, denn ihr wisst ja, es wird ein Halloween-Special. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie dekoriert ist, was dort alles los ist. Ich habe gehört, es gibt eine Parade, die werden wir hoffentlich auch sehen heute. Ich glaube, es wird mega mäßig, und ihr wisst ja, wir sind Halloween-Fans, deswegen. Ich habe übrigens auch eine kleine Dekoration für mich mit, aber mehr dazu später. Wir machen uns weiter auf den Weg und rollen weiter. Tschüssi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute schreiben wir den 26. Oktober 2022. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr, wir haben es geschafft. Wir sind wieder in unserer Wahlheimat, dem Legoland Deutschland, wo hier jetzt alles schon sehr gruselig geschmückt ist. Legoland Monster Party. Passend dazu mein heutiges Outfit. Rita, ich glaube, du verwechselst das Legoland ein wenig mit dem Disneyland, aber finde ich gut. Ja, heute werden wir uns auf jeden Fall hier jede Menge, ja, Gruseleinlagen holen, glaube ich. Und ich bin froh, dass du mit bist, Rita, weil alleine wäre das vielleicht ein wenig zu spooky. Ja. Gehen wir mal rein, so der Plan für heute. Ach, lauter Spinnen. Warum wir heute hier sind. Viele von euch haben ja geschrieben, sie kommen jetzt in den nächsten Tagen noch her. Das Problem ist, dass heute der einzige Tag ist, an dem ich frei habe. Ich muss alle anderen Tage arbeiten diese Woche. Rita hat ja Herbstferien in der Schule, ich leider nicht. Und deswegen müssen wir heute hierher. Aber wir kommen sicher irgendwann wieder mal. Vielleicht sogar dieses Jahr noch, ich weiß es nicht. Aber bestimmt sonst nächste Saison. Was ist so unser Eindruck? Es ist so mittelmäßig voll. Es waren schon mal weniger Leute hier, aber auch schon mal viel mehr. Und wir schauen jetzt einfach mal rein und sehen sicher heute den ein oder anderen Kürbis, vielleicht auch einen Geist. Mal sehen. Es ist sehr spooky, da hängen die Teile der Skelette herum. Eine gruselige Bühne. Da bin ich schon gespannt, was da dann kommen wird. Eine Monsterparty. Wir werden das auschecken, wann und wo die stattfindet. Also wo, offensichtlich hier. Von irgendetwas habe ich gelesen, was nur am Wochenende stattfindet.
Heute ist ja Mittwoch. Ja, okay. Ich hoffe doch, dass wir mitfeiern dürfen, aber ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall alles hier voller Kürbisse und ja, es ist sehr herbstlich geworden, auch hier in Günzburg. Das letzte Mal, als wir hier waren, war ja noch mehr oder weniger Hochsommer. Der Plan für heute, zuerst schauen wir natürlich bei dieser alten Frau vorbei. Das war der wichtigste Plan. Und kaum stehen wir dort, redet sie wieder nichts mehr. Aber sie hat irgend so ein Buch, wo Taubenrezepte draufsteht, mit dabei. Gut, kommt zu Mama. Ich füttere euch, damit ihr schön dick und fett werdet. Körner, die sind ganz schmackhaft und würzig. Jetzt hat Christoph schon zu mir gesagt, ich bin eine alte Dampfwalze und jetzt will die mich auch noch füttern. Nein, ich sag's euch. Aber gut, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg, eine Runde durchspazieren, was alles hier halloweenisch dekoriert ist. Und es gibt ja anscheinend auch ein Geschenk, das versteckt ist. Ich sag's nicht zu laut. Vielleicht finden wir das ja, wobei wir sind so spät, also ich bin nicht mehr zuversichtlich. Aber ich glaube auch, dass das Geschenk schon gefunden wurde. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Vielleicht hier irgendwo im Gebüsch. Schauen wir mal. Ein E ist nichts. Auch auf dem Baum nicht. Aber wenn das hier oben wäre, dann hätte es sicher schon jemand gefunden. Der Christoph. Aber ja, das stimmt. Es ist jeden Tag hier ein Geschenk irgendwo versteckt und wenn man das findet, dann bekommt man dafür ein Lego-Set, glaube ich. Café Einstein auch schon Betrieb, heute aber leider nur drinnen. Vielleicht trinken wir heute wieder einen Kaffee, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ach ja, und weil wir hier jede Menge verkleidete Kinder sehen, das Legoland hat jetzt so eine Aktion, wo man, wenn ihr mit euren Kindern verkleidet kommt, oder wenn die Kinder verkleidet sind, so wollte ich sagen, dann bekommen eure Kinder in der nächsten Saison dann bekommen eure Kinder in der nächsten Saison 2023 einen gratis Eintritt. Schauen wir, wie cool das ausschaut. Das sind diese Süßigkeitenboxen. Bei uns Süßigkeiten. Ja, bei uns jedenfalls. Haben wir mal im City Shop gekauft, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Dort hinten sind auch jede Menge so Häuschen montiert, da schauen wir auch gerne mal hin, glaube ich. Ich bin auf der Suche, Leute, ich bin auf der Suche. Legoland hat noch nicht gepostet, dass das Geschenk gefunden wurde. Weißt du, wo die letzten Tage immer so versteckt waren? Ja? Nein, leider nicht. Wenn man das wüsste, ob die eher hier im Miniland sind oder vielleicht doch irgendwo im Gebüsch, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Oh ja. Das Miniland, immer wieder schön hier durchzugehen. Ich würde sagen, wir schauen mal vielleicht dort nach hinten, wo diese Hexendisco. Es sind einige Dinge, die jetzt eben für speziell Halloween stattfinden, aber manches nur bei Schönwetter, manches dann auch nur am Nachmittag und wiederum andere Sachen nur, wenn Wochenende ist. Aber hier auf jeden Fall in Holland auch alles sehr herbstlich dekoriert. Zug fährt, bin ich schon wieder gut drauf. Übrigens, unsere Stimmung ist heute sehr gut. Wir haben uns auch gar nicht von der langen Fahrt einschüchtern lassen. Es waren nur 4 Stunden. Über 4 Stunden. Also das nächste Mal fahren wir wieder mit dem Zug, denn der fährt auch 4 Stunden hierher. Unbedingt. Und ja, also man kann natürlich davon halten, was man will. Die Kürbisse, diese Zierkürbisse passen natürlich jetzt nicht unbedingt hier in, ich weiß gar nicht, was das für eine Anlage hier ist, aber es sieht auf jeden Fall total cool aus. Und das war ja der sagenumwobene Ort, an dem wir letztes Mal in der prallen Hitze über eine Stunde gewartet haben, damit wir dann bei diesem Weltrekordversuch teilnehmen konnten. Und das sieht heute ein wenig anders aus. Hier ist, glaube ich, diese Halloween-Party mit dem Lagerfeuer und mit Hexentanz und so weiter. Das ist aber jetzt momentan alles noch sehr, sehr ruhig. Ich habe schon gedacht, du hast das gefunden. Was bekommt man dann überhaupt für Sets? Ist das wenigstens etwas Ordentliches? Keine Ahnung. So in Richtung Modular Building oder sowas? Ganz sicher vielleicht die Ritterburg. Ja. Nein, glaube ich eher nicht. Schon cool. Übrigens Ritterburg, gutes Stichwort. Wir wurden schon mehrere Male gefragt. Wir haben sie noch nicht aufgebaut, weil wir in letzter Zeit wirklich sehr viel zu tun hatten. Arbeit war ein Wahnsinn.
viel Zeit auch mit Tim verbracht natürlich. Ja. Und ja, wir haben versucht, unsere Freizeit, die wir noch haben, irgendwie in Wild City geltend zu machen, damit wir für euch wenigstens ein paar Updates bereitstellen können. Auch dort ist der Baufortschritt jetzt nicht übermäßig groß, aber das wird Richtung Winter sicher wieder mehr. Oh, schöne Bäume hier. So nett. Sind heute übrigens wieder mal nur zu zweit unterwegs, auch ganz ungewohnt. Ja. Tim ist auch nicht mit dabei, weil ja, wir ihn für einen Tag hier nicht mitnehmen wollten. 4 Stunden Fahrt mit ihm. Außerdem kann er dort hinten wahrscheinlich nicht bei diesem Splashpad herumlaufen. Sein Zug wäre in Betrieb. Aber es sieht auf jeden Fall hier heute wieder mal ganz anders aus als noch die letzten Male, als wir hier waren. Und das ist sehr, sehr schön. Rita ist sehr abgelenkt, ihr seht, sie spricht nicht viel sonst, weil sie so akribisch nach diesem... Ist das ein Geschenkspaket oder was soll das überhaupt sein? Ich darf es ja gar nicht zu laut sagen, aber es müsste ein kleines oranges Geschenk mit schwarzer Schleife sein. Oh Mann. Gut, dann haltet auch bitte ihr Ausschau, wenn das Video kommt, ist der Tag, an dem wir dort waren, zwar schon vorbei, aber vielleicht hat es ja bis dann noch niemand gefunden. Vielleicht sollten wir mal mit dem Aussichtsturm fahren. Ja. Vielleicht sieht man von dort den ganzen Park und wir entdecken es. Und dann am Weg nach unten sehen wir, dass sich jemand das Paket snackt. Das wäre mehr als bitter. Ja. Aber wir machen schon einen schönen Walk durch den Park. Ich habe jetzt bei den Attraktionen noch gar nicht geschaut, wie viel die Wartezeit ist. Keine Zeit dafür. Hier bei diesem Tretermobil steht 5 Minuten, wobei da bin ich eher etwas skeptisch, wenn die Leute hier bis draußen stehen. Nein, glaube ich auch nicht. Also das stimmt ziemlich sicher nicht. Nein. Aber gut. Ja. Und was machen wir, wenn wir das Paket gefunden haben, Rita? Geht es dann sofort nach Hause? Ja. Was ist überhaupt sonst am Programm? Wir sind ja relativ spontan heute hergefahren. Wir haben mal überlegt, ob wir nicht am Sonntag herkommen, aber da war keine Zeit. Oh, das ist schon sehr... Im Mittelalterbereich ist es natürlich hier auch mit diesen Mais, wie sagt man denn da? Maisstauden. Ja. Das sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr cool aus. Ich bin gespannt, denn anscheinend soll ja die Drachenachterbahn wieder offen haben. Ja. Der Osterhase wird es sicher unter der Bank verstecken. Ja, Rita, schau auch bitte unter den anderen Bänken noch. Mit sowas muss ich mich hier rumschlagen. Aber wir lassen jetzt die Kamera einfach mal laufen, weil ich bin mir sicher, wenn... Ich habe einen Babyschuh gefunden. Ja, das ist aber nicht das Geschenk, glaube ich. Wenn wir ausschalten, dann passiert sicher irgendetwas. Schauen wir mal, was wir hier haben. Führerschein. Falls ihr euch fragen solltet, Oh no. wie die Führerscheine im Legoland so ausschauen, das ist aber, glaube ich, nur ein Blanko. Also hier ist niemand... Ich lege mal hierher, vielleicht hat ihn jemand verloren. Tim ist noch zu klein, ab 3 Jahren darf er den Junior-Führerschein machen. Gehe ich hier mal rein. Es wird ja wahrscheinlich irgendein markanter Ort sein, wo sich das Geschenk versteckt. Oder auch nicht. Vielleicht sind die markanten Orte genau die falschen. Setz dich doch mal zu deinem neuen Freund, Rita. Es dauert meistens nicht lang, dann ist Rita schon in besten Händen. Sonst war es immer der Ninja Mr. Wu oder Johnny Vielleicht hat er Thunder. viel Geld, ich glaube, er lebt nicht mehr lang. Ja. Da bist du schnell Erbin. Wir wollen noch schnell heiraten. Also hier, das haben sie wirklich schön gestaltet mit denen. Das passt auch total gut zu den Pferdchen hier und zu den Rittern mit diesem ganzen Mais hier. Also Rita, wenn du hungrig bist, hier hat schon jemand was gegessen. Hoffentlich war es ein Vogel. Ich weiß nicht, ob die Maiskolben hier so gut sind, vor allen Dingen direkt mehr oder weniger aus dem Feld. Keine Ahnung, ob das so zu empfehlen ist. Eher nicht. Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, hier wirklich alle Bäume irgendwie, wie Rita immer sagt, halloweenisch zu gestalten. Oh, hierbei, schauen wir schnell dort rüber, bei dieser Drachenbahn 44 Minuten Wartezeit, das kommt mir extrem viel vor. Stehen denn da die Leute bitte? Ah, dort hinten. Okay, na, ich glaube, könnte sein, dass das eine halbe Stunde ist, aber keine 44 Minuten. Und Rita, wie ihr seht, ist abgelenkt hoch 3. Vielleicht hier drunter. Ja,
weiß nicht, vielleicht sollten wir mal irgendwo nachfragen, ob das Geschenk nicht schon gefunden ist, denn der Park hat jetzt schon so lange geöffnet. Naja, eigentlich posten sie es dann und sie haben noch immer nicht gepostet. Aber du hast auch in den letzten 2-3 Minuten nicht auf dein Handy geschaut, glaube ich. Doch, natürlich, konstant. Ja. Übrigens, Rita, hast du was zu trinken mit? Ja. Dein lieber Mann hat Durst. Aber zuerst schauen wir noch zu der Legende, möchte ich schon fast sagen, die Drachenachterbahn, wo es auch ziemlich arg zugeht. Und ja, es stellen sich Leute an, wenn ihr seht, dort drinnen die Leitern rauf. Da sind sogar mehr wartende Leute als noch im Sommer. Ich habe zu Rita gesagt, ich möchte heute eigentlich gern damit fahren. 49 Minuten Wartezeit hier auf der Anzeige. Und ich glaube, also einerseits muss sie jetzt wieder sicher sein. Ich bin mir sicher, dass die Techniker da gute Arbeit geleistet haben. Oh Mann, mein Lieblingsfilmstand hier hinten ist blockiert, weil da die Maiskolben aufgebaut sind. Ich weiß gar nicht, von wo ich die Bahn jetzt filmen soll. Also ich bin mir sicher, dass die den Fehler gefunden haben und wir werden es für euch probieren. Die Bahn wieder einsatzbereit ist. Wir hoffen es zumindest. Und es war ja auch ein Fehler, dass ja 2 Bahnen auf der Strecke waren und jetzt fahren sie momentan, glaube ich, nur mit einem Zug. Und werden überhaupt das? Ja, also das ist das Beste, was ich euch jetzt momentan bieten kann. Ist ja gar nicht so viel. Heult ein Wolf. Ich hätte sie gerne wieder mal in Natura auch fahren gesehen, aber momentan leider eher weniger. Aber wir kommen sicher hier zurück. Wir wollten jetzt einfach, weil Rita sich total auf dieses Geschenk versteift und nichts rund um sich mehr beachtet. Also falls ihr an uns vorbeigegangen seid und gewunken habt, während dem Video, dann tut es mir letztens schon leid. Hier aber auch zum Teil sehr spookige Musik. Hier war doch immer so eine Rittermusik. Ist mir auch schon aufgefallen. Speziell auch beim Eingang war es so. Ja. Normalerweise ist immer diese fröhliche Musik. Ja. Das ist alles sehr hell. Jetzt geht's wieder los. Ja, das Ritterturnier ist im Gang. Und ich bin schon gespannt. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Take im Legoland gemacht mit dir, Rita. Wir haben jetzt schon fast 13 Minuten alleine bei diesem einzelnen was wird das? Ja, Einspieler. Und vielleicht schaffen wir eine ganze Runde durchs Legoland. Dann seht ihr wenigstens mal, wie groß das hier ist. Ja. Also ich bin direkt froh, dass wir jetzt auch ein bisschen gehen können, weil mit dem vielen Stau und den ganzen Stop-and-Go-Passagen hier auf der Autobahn war das schon sehr anstrengend und wir haben kein Automatikauto. Die Kupplung geht ziemlich streng, also war es jetzt schon langsam gut, mal auszusteigen und ein bisschen zu gehen. Hier auch beim Flyer 35 Minuten, also für das, dass der Parkplatz eigentlich gar nicht so voll ausgesehen hat, ist drinnen im Legoland Wartezeit eigentlich schon relativ hoch. Wir haben auch von euch gehört, dass jetzt zum Teil die Wochenenden ja fast schon katastrophal waren. Deswegen sind wir eigentlich froh, dass wir am Mittwoch hier sind. Ja, richtig. Also bei uns sind viele Österreicher da. Ja. In Österreich ist ja heute Nationalfeiertag, da sind vielleicht viele da. Es war auch sehr lustig eigentlich für uns, wie wir hier von zu Hause weggefahren sind. In Österreich, gut, es war sehr früh, aber es war trotzdem schon Berufsverkehrzeit. War überhaupt nichts los auf der Straße und dann sind wir über die Grenze gefahren und auf einmal war die Hölle los. Fabrik schauen wir sicher, also das ist jetzt nochmal ein kleiner Rundgang, aber wir schauen sicher auch mal rein, ob es neue Teile gibt. Wir waren jetzt ziemlich genau 2 Monate nicht hier, ob ihr es glaubt oder nicht. Es ist so traurig, aber so schön, dass du wieder da bist. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Halloween-Dekoration nicht, weil es keine gibt. Ich habe zuerst geglaubt, der Baum, aber der hat ja die Blätter sowieso verloren und sie sind sowieso orange. Aber hier ist jetzt gar nichts geschmückt, ja, auch kein Problem, vielleicht sind ihnen die Kürbisse ausgegangen. Schade. Auf jeden Fall. Vielleicht, dass man sich während der Fahrstunde nicht grüßt. Das kann sein, ja. Nicht, auf jeden Fall hinten beim Mittelalterbereich und ich glaube auch gesehen zu haben, dass das das Feriendorf, das Winterdorf vielleicht auch, ja, dass das auch
auf Herbst und Halloween geschmückt ist. Übrigens, von Halloween kann man natürlich halten, was man will, aber uns gefällt immer die Dekoration sehr gut und wir sind Fans davon. Also, noch immer kein Update. Ja. Also ob das Geschenk jemals gefunden wird. Ich bin mir und nicht sicher. Ich sage euch nur eins, liebe Freunde, oder noch Freunde, wenn jemand von euch in die Kommentare oder uns eine Instagram-Message schreibt, dass er das Paket am, ich sag's nochmal, 26. Oktober 2022 irgendwo aus dem Gebüsch gezogen hat, So dann, Nein, ich freue mich wart für ihr euch. unsere Freunde. Ja. Ich freue mich für euch. Wir freuen uns. Jemand Gutes, Richtig, wenn jemand aus der Community das Geschenk findet, ist das genauso schön, wie wenn wir es selbst finden. Zumal wir ja nicht mal selbst wissen, was dann hier überhaupt abzuholen oder drinnen ist. Anscheinend muss man wo anrufen. Aha. Was, an dem wird schon scheitern, weil wir bei der deutschen Nummer anrufen hier. Aber Gar nicht. Ich wollte das mal und das hat nicht funktioniert, da hat niemand abgehoben. Ja. Aber sehr komisch. Okay, wir sind jetzt eine ganze Runde gegangen. Weiß nicht, schauen wir vielleicht noch schnell ins Minifigurenatelier rein? Oder? Ja, wir Weiß auch nicht. besprechen uns mal kurz und dann melden wir uns wieder. Also das war jetzt mal die kleine Legoland-Runde für jemanden, der noch nicht hier war. Ja. Wie es hier so aussieht jetzt Ende Oktober. Nicht die Grand Tour, sondern die Small Tour. Ganz richtig, ja. Genau. Okay, bis gleich. Wie könnte es anders sein? Kurzer Abstecher in den City Shop, wow, wo es heute extrem irgendwie dunkel ist. Weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt, und ruhig. Also so ruhig haben wir das überhaupt noch nie erlebt. Hier gleich beim Eingang die Angebote. Schauen wir mal, was sie hier haben. Einerseits diese Domo-Geschichte aus den Marvel-Sets. Doch ein neues Set ist schon verbilligt und hier auch noch ein paar kleinere. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Angebote waren meistens jetzt hier nicht der absolute Brüller. Also da haben wir schon anderweitig wo bessere Preise gesehen. Hier ist auf jeden Fall viel in Richtung Weihnachten schon geschmückt, also gar kein Halloween, sondern hier schon Weihnachten. Hier mit den Elfen einen Strumpf und ein paar Weihnachtssets, falls ihr da noch was brauchen solltet. Übrigens, das Legoland hat noch bis 6. November geöffnet, also jetzt nicht mehr lang, nur mehr eine Woche ungefähr. Also wird hier auch Strom gespart. Das ist, wahrscheinlich kann ich es ein bisschen heller stellen dann mit dem Nachbearbeitungsprogramm, aber es ist extrem dunkel hier. Oder ist das ein Teilstromausfall, weil hier diese Lichter leuchten ja. Was sie auf jeden Fall neu haben, also ich glaube, wir können euch sagen, es gibt die Avatars jetzt auf jeden Fall hier mal die Brickheads, wo die anderen sind, weiß ich jetzt noch nicht. Und dann gibt es natürlich ein paar Sets für Erwachsene, die hier wieder neu und ja, auf den Markt gekommen sind, sagen wir so. Rita will heute auf jeden Fall 1, 2 Schlüsselanhänger einsacken. Übrigens, sie hat ihr Mikrofon schon wieder ausgeschaltet, weswegen ihr einen fast schon inneren Monolog von mir hören müsst. Oh, hier haben wir auf jeden Fall mal die Razor Crest, was, muss ich sagen, schon ein tolles Set ist. Ich habe zwar öfter gehört, dass die Leute finden, dass die kleine fast schöner ist, aber das alleine die Figuren hier, ja, sieht schon mega geil aus. Also da muss ich wirklich sagen, die haben sie gut hinbekommen, so von der Optik her. Wie sie innen und vom Bauerlebnis ist, weiß ich natürlich nicht. Das Set könnte sein, dass sich das Rita heute nimmt. Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben auch noch einen Gutschein, danke nochmal, vom Lego Online Shop, den wir hier heute leider nicht einlösen können, weil die ihn ja nicht nehmen. Aber es könnte sein, dass wir haben nämlich noch 1 oder 2 Gutscheine von unserer Jahreskarte für 25% auf ein Produkt unserer Wahl. Und da könnte es sein, dass wir vielleicht hier heute noch zuschlagen. Der große Bowser. Wir sind sehr große Nintendo-Fans, auch Rita. Aber ich glaube, bei dem passen wir. Ich weiß nicht, wo wir den hinstellen sollen. Stadt passt da auch nicht. Also werden wir da, glaube ich, eher passen. Und ja, wo dieses Weihnachtsset ist, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Hier die großen Sets. Harry Potter Winkelgasse ist hier bei den 18+ Sets. Es kommt natürlich dazu, dass wir jetzt hier überall, wie könnte es anders sein, auch schon die erhöhten Preise haben, was unser Einkaufserlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, doch ein wenig trübt. Hier haben wir sonst immer eigentlich sehr gute Deals gemacht. Und jetzt aktuell
da wir schon sehr viel haben, ist jetzt so ein Spontankauf wahrscheinlich heute, wobei ich sage nicht zu viel, weil Rita immer mit irgendwelchen Spontankäufen um die Ecke kommt. Was mich interessiert hätte, was wir sogar für einen Freund noch mitnehmen hätten sollen, wäre die Ritterburg gewesen, die große um 400 €, also die 10,305. Wahnsinn, hier alles leer, hier ist die Kasse gar nicht besetzt. Also man merkt schon, es wird langsam Herbst hier im Legoland. Und schauen wir mal hier rüber, Ninjago und hier gibt es wieder neue T-Shirts vom Freizeitpark Traveler, der ja, glaube ich, hier eine Kooperation mit Lego hat oder mit dem Legoland und auch Legoland Resort T-Shirts. Schauen wir mal zurück, aber so von den großen Sets muss ich sagen, ist die Auswahl heute sehr klein und man sieht auch hier bei den City-Sets einige leere Regale. Also es scheint so, als wenn sie vielleicht gar keine Lieferung mehr bekommen würden. Was es auf jeden Fall noch gibt, sind diese exklusiven Sets. Die haben sie hier noch zuhauf. Und wir müssen ja heute auch noch zur Baustelle nach hinten schauen, denn seit dem letzten Besuch von uns wissen wir ja, dass es ein Mythica-Themenbereich wird und dass die Achterbahn so ein Wing Coaster wird, 17 Meter hoch und so weiter. Das werden wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das war es jetzt hier von den Neuigkeiten. Schauen wir mal, ob Rita was kauft. Rita hat sie jetzt endlich gefunden. Die Avatar-Sets, ich habe schon geglaubt, die gibt es auch nicht, weil das Angebot hier heute wirklich sehr, ja, eigentlich mager ist. Aber wir haben die Sets natürlich, wobei die gibt es natürlich auch anderswo, teilweise schon um gute Rabatte. Aber die Sets sehen einfach toll aus. Ich liebe diese Banshees und die ganzen Teile hier. Und ich glaube, die werden wir uns auch kaufen. Einfach ja, der Sets wegen. Ich bin schon ein Avatar-Fan, muss ich euch ganz ehrlich sagen, auch wenn sie teuer sind. Aber alleine diese Teile hier und die Figuren und das Ganze drumherum, sehr viel Glow in the Dark. Und ich glaube, das könnten, wir sind jetzt keine Investoren oder die das irgendwie zum Geld machen, kaufen, solche Sets, aber so ein Vögelchen hier, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das später mal, wenn es die Sets vielleicht nicht mehr gibt, schwer zu bekommen sein wird und da würden wir uns dann ärgern. Hier auch sehr viel, wie gesagt, Glow in the Dark. Ganz speziell, wenn dann die Filme kommen. Ja, ganz richtig. Der zweite Teil und wahrscheinlich 2032 dann der dritte Teil. Und wie ihr seht, Ritas Hände sind noch leer. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier was kaufen. Vielleicht einen Schlüsselanhänger für Tim. Ja. Aber alle Sets, die wir vielleicht haben wollten, das neue Winterset, das ein oder andere Klimbim, was noch interessant wäre für uns, und die Ritterburg, die wir für einen Freund mitgenommen hätten, gibt es alles nicht. Aber gut, was soll's. Damit sind wir im Minifigurenatelier, wo wie immer einiges los ist. Das Geschäft haben wir jetzt nie gesehen, wo wenig los war. Und auch heute hier wieder einiges am Start. Wir stehen hier auch noch übrigens noch immer hier. Und ja, wir sind hier natürlich speziell auf der Suche nach neuen Minifigurenteilen. Preise haben sich jetzt, soweit ich gesehen habe, nicht geändert. Aber ich komme jetzt momentan nicht hin und kann das Preisschild nicht lesen. Aber so wie es aussieht, hat Rita schon was genommen. Fahren wir gleich. Ja. Sind die neu? Ja, also die nicht, glaube ich. Aber fürs Freibad wären die ideal. Mhm. Rita, dann stell uns ein schönes 6er-Set zusammen. Wir kämpfen uns hier jetzt mal durch, vielleicht eher dort nach hinten, wo es ein wenig ruhiger ist. Also soweit ich jetzt sehe, also mal ist es hier auch extrem duster irgendwie. Also so, das sehe ich schlecht. Es sind nicht alle dieser Strahler eingeschaltet, nur jeder zweite.
Strom sparen, auch hier im Legoland. Die Teile hier kommen mir jetzt nicht neu vor und ihr habt uns auch nicht geschrieben, dass es hier neue Teile gibt. Es hat zurzeit oder irgendwann mal im Sommer, da hat es mal Ritterteile gegeben. Da haben wir ein paar Fotos davon bekommen. Aber jetzt im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht viel. Ich schaue mal, ob ich für euch was vor die Linse halten kann und melde mich dann wieder. Was ist das, was ich euch zeigen wollte? Ich glaube, die sind neu. Clownsperücke, gelb und grün. Dann hier so eine Art Shakespeare mit Glatze. Dann haben wir hier ein, ich glaube, aus Friends stammendes Fitness-Stirnband. Einmal diesen Hut mit langen Haaren und auch dieses Stirnband mit einer Thiel-Geschichte drauf. Dann gibt es hier noch den Ölmenschen, oder ich nenne ihn auf jeden Fall so. Und dann noch diesen Hut hier, auch sehr cool. Ich weiß nicht, sind das eigentlich Friends-Haare? Auf jeden Fall passen die, glaube ich, super auch auf unsere normalen Minifiguren. Und einmal hier mit Cappy und Pferdeschwanz. Also die habe ich auf jeden Fall hier noch nicht gesehen. Wie gesagt, bei den anderen glaube ich, dass es hier keine großartigen Neuigkeiten gibt. Vielleicht doch. Den Baum hier, den haben wir nämlich sonst immer nur in dunkelbraun gesehen. Das ist Dark oder Made in Nougat, glaube ich. Und auch hier aus der Chinese New Year Serie. Also da und dort gibt es ein bisschen was Neues. Und das ist auch gut so. Noch ein kurzer Stopp bei Rita. Sie hat mir gesagt, dass die hier auch alle neu sind. Wir haben hier ein rosafarbenes Top mit Muster. Dann hier einmal das hier mit Avocados. Dann einmal Polunder. Einmal das. Und einmal das hier. Ja, die sind schon cool. Ich meine, jetzt habe ich wieder nicht auf den Preis geschaut. Ich glaube, 6 Figuren, 12 Euro. Das ist jetzt natürlich kein absolutes Schnäppchen mehr. Aber die Figurenteile bekommt man sonst überhaupt nirgends. So, wieder heraus aus dem Minifiguren-Atelier. Natürlich hat Rita dort was gekauft, was mich wundert. Wir sind beim großen City-Shop mit leeren Händen rausgegangen. Es gibt Gießkannen, es gibt ein paar andere Accessoires auch noch, die neu sind, die ich jetzt nicht mehr gefilmt habe, weil so viel los war da drin und wir wollten das Einkaufserlebnis der anderen Leute eigentlich auch nicht so stören. Ich sehe ja, die Kamera ist ein bisschen schief, keine Ahnung warum. Und das sind also die Attraktionen jetzt zu Halloween. Also es gibt immer Monsterbauspaß und Samstag haben sie bis 20 Uhr offen und einen Monster Dance. Ich weiß nicht, ob das so viel für uns ist, auch weil vieles ja trotzdem auch eher für Kinder zugeschnitten ist. Wir gehen jetzt mal in Richtung Fabrik und Rita hat da drinnen schön zugeschlagen, bezahlt habe. Wie könnte es anders sein? Natürlich wieder ich. Natürlich. Aber auch ein paar Frisuren und solche Sachen. Dafür halte ich ja auch Ausschau nach dem Geschenk. Noch immer übrigens. Ja, ich hoffe, du findest es. Ich bin gespannt. Es ist jetzt schon Mittag und sie haben noch nichts gepostet, dass es gefunden wurde. Nein. Also es wäre auf jeden Fall interessant, das irgendwo rauszuholen. Ich bin auch heute, wenn die Kameraeinstellungen manchmal ein bisschen daneben sind, bitte entschuldigt mich, ich bin auch in natürlich meinem am Suchen. Auftrag schaut er. Ganz richtig, ja. Jetzt mal nicht zur Stopp-Fabrik. Oh ja. So, rein in die Fabrik, wow, wo die Warteschlange an der Kasse heute schon sehr lang ist. Worüber wir auf jeden Fall informiert wurden, ist, dass es hier ein paar neue Sachen in der Vitrine gibt. Da schauen wir dann gleich rein. Oh, Deko-Kürbis. Habe ich, glaube ich, schon gesehen, dass der billiger ist, wenn man sich den aus Einzelsteinen zusammenbaut. Oh, und ja, wir haben schon fast damit gerechnet. Jede Menge umgedrehte Boxen. Was bedeutet das? Nichts Gutes, meine Lieben. Das war letztes Jahr auch so. Viele Steine wahrscheinlich schon ausverkauft. Und soweit ich das sehe, sind das auch die guten, interessanten Teile gewesen. Schauen wir mal. Wir haben sowieso in den letzten Malen, als wir hier waren, schon so viel eingekauft, dass wir, Rita und ich, gesagt haben, dass wir uns heute sowieso ein wenig zurückhalten werden. Mauersteine gibt es auf jeden Fall. Ja. Wir versuchen es heute wieder mal. Verschiedene Farben von Mauersteinen, hier auch in Braun, das ist cool.
aber auch hier schon umgedrehte Slots, wo wahrscheinlich viele Leute schon sehr gut zugeschlagen haben. Gehen wir mal hier rüber bei den, sagen wir mal, für uns etwas interessanteren Teilen. Also es hat sich an der Geschichte nichts geändert. Sie kosten noch immer 9,99 für 100 Gramm. Und die meisten Steine, speziell die normalen Bricks, zahlen sich hier damit einfach nicht aus. Die bekommt ihr bei Bricklink oder gebraucht irgendwo bei den eBay Kleinanzeigen oder sonst wo einfach günstiger. Sie haben wieder so Fensterpaneele bekommen. Die haben sie auch in durchsichtig. Die haben wir ja eigentlich sehr gerne für unser Hochhaus übrigens, welches noch immer im Bau ist. Da zeigen wir euch demnächst wieder mal ein Update oder auch sowas. Aber es hat etwas eine andere Blauton. Schau mal. Siehst du das? Wow. Ja, ich sehe es. Ich weiß nicht, ob es unsere lieben Zuschauer sehen, aber es ist ein anderes Blau, fast ein bisschen grün. Sehr interessant eigentlich. Und auch hier sehr viel Umgedrehtes, was leider nicht sehr gut ist. Schauen wir mal zu den bedruckten Fliesen, die interessieren uns natürlich am allermeisten. Pflanzen haben sie noch. Also so viel zu, wir schauen zu den bedruckten Teilen, wir schauen zuerst bei den Pflanzen vorbei. Blättern, da gibt es noch so manches. Und auch nicht mehr alles. Hier Büsche, wenn ihr noch braucht, haben wir letztes Mal gut zugeschlagen. Jetzt neu dabei Fahnen in allen möglichen erdenklichen Farben. Keine Ahnung, ob sich die auszahlen. Oh, und ich sehe schon, bei unseren bedruckten Fliesen ist hier schon wieder jede Menge umgedreht. Was wird das bedeuten wahrscheinlich? Dass es vieles nicht mehr geben wird. Was ist das? Ach, ich kenne das. Das hat irgendwie so einen Hasen in der Mitte. Das sieht aber cool aus. Vielleicht Hasenfutter für Ritas Hase. Es gibt übrigens einen Adler wieder. Giraffen. Ja, ihr habt uns ja geschrieben, dass es viele Sachen gibt. Schauen wir mal hier kurz zu der Vitrine, weil hier gerade frei ist. Also alles gleich wie bei den letzten Malen, soweit wir das hier identifizieren können, bis auf Motorräder je 5 Euro. Die finde ich aber eigentlich gar nicht so billig. Gibt es ja teilweise bei den Stuntsets um 4 Euro und habt ihr noch eine Figur dabei. Und ansonsten, ich schwenke die Kamera mal langsam über das Angebot, dass ihr vielleicht noch für euch was Neues sehen könnt. Aber für uns gibt es jetzt hier eigentlich nichts Neues, was wir nicht bei unserem letzten Besuch im August schon gesehen haben. Wenn jemand uns angeschrieben hat wegen den Babykrokodilen, eben die gibt es hier auch zu kaufen. Dann braucht man sich nicht extra die Mission Set kaufen. Ja, richtig. Und so wie es aussieht, auch von unseren beliebten Pflanzenteilen, dieses Teil X8, was man jetzt hier in Säckchen A 50 Gramm kaufen kann, gibt es nur mehr in dunkelgrün, nicht mehr in hellgrün. Preise haben sie aber, und das ist schon mal was Gutes, seit unserem letzten Besuch jetzt nicht erhöht. Oder jedenfalls fällt uns nichts dergleichen auf. Ja, wie Rita gesagt hat, der Adler ist wieder hier im Programm um 3 Euro. Auch die Giraffe, da habt ihr uns ja viele Zuschriften zugeschickt. Danke dafür. Um 9 Euro, da werden wir sicher auch eine mitnehmen. Und dann auch noch diverse Löwen, die sind auch auf jeden Fall interessant, weil die ja zum Teil bei den Wildlife Rescue Sets jetzt dabei sind und die ja vom Markt gehen. Hier auch noch Babyelefant, Rochen und Hai. Da gibt es noch natürlich das große Krokodil und eine Kuh. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass bei der Kuh nicht mal die Hörner dabei sind. Die müsst ihr separat draufgeben. Und die Kuh ist mit 8 Euro eigentlich so gar nicht so billig. Dann gibt es hier heute sogar ein Angebot, meine Freunde. Achterbahnschienen gebogen statt um 10 um 6 Euro. Das 6er-Set dürften wohl doch nicht so gut gegangen sein oder viele Leute haben sich vielleicht doch keine Achterbahn gebaut. Aber man sieht auch hier sehr viele umgedrehte Positionen, wo eigentlich mal tolle Teile drin waren. Schauen wir noch hier an diesem Regalkopf hier. Ja, hier sind meine beliebten Stützen, von denen habe ich mich aber eingedeckt bis zum geht nicht mehr. Also wir haben es nicht übertrieben, aber wir haben einige gekauft, damit wir schön bauen können bei der U-Bahn und beim U-Bahnhof. Hier noch Pflanzenteile, Zäune. Ja,
Also hier, wenn ihr irgendwann mal im Jahr 2022 im Legoland wart, seht ihr dann eigentlich nicht so viel Neues. Ich muss mal schauen, wir hätten noch einen Gutschein, 20% auf einen gesamten Einkauf. Vielleicht nehmen wir den hier, wenn wir heute vielleicht... Oh, schön, sehr schön. Was bitte, ich habe schöne Nägel auch. Das natürlich auch, das ist überhaupt das Highlight dieses Shots. Was ist das daneben hier? Ein paar neue bedruckte Teile. Oh wow, ich glaube, da können wir auch ein paar nehmen. Astronautenkekse und das hier, das finde ich auch mega. Das habe ich schon irgendwo auf Instagram gesehen. Ich weiß gar nicht, halte ich das überhaupt richtig so gehört, glaube ich. Aus einem Chinese New Year Set. Ich glaube, da werden wir uns auch ein paar nehmen. Und dann haben sie hier noch das Fahrrad. Oh, hier fährt gerade die Drachenachterbahn. Jetzt haben wir sie verpasst. Also sie ist wieder in Betrieb. Fahrrad, dann hier einmal Regenbogen und auch den Käse gibt es noch. Und wo wir immer wieder gefragt wurden, und der war immer wieder ausverkauft, diese kleinen 1x1er Baumstämme gibt es auch. Und hier sogar in der größeren Ausfolgerung 2x2. Die waren jetzt lange Zeit nicht verfügbar, jetzt gibt es sie wieder. Und dafür ist jede Menge anderes Krimskrams hier aus, so wie es scheint. Wir haben auch in der Fabrik nach dem Geschenk gesucht, leider nicht gefunden, dafür lauter anderes Zeugs gefuden. Wobei ich sagen muss, der heutige Einkauf war der kleinste und billigste, den wir bis jetzt, glaube ich, in langer, langer Zeit in der Fabrik oder überhaupt in der Fabrik getätigt haben. Es waren jetzt abzüglich 20% noch 96 € oder so. Aber was ja trotzdem kein kleiner Einkauf ist, aber gut. Ja. Ja, wir sind jetzt eigentlich vorerst mal fertig mit dem Einkaufen. Das heißt, weiter die Suche nach dem Geschenk. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob jetzt dann mal was am Programm steht. Irgendwas Monster Party mäßiges oder sowas. Wir müssen uns da mal informieren. Ja. Und sonst würde ich sagen, gibt es dann was zum Schnappen? Ja. Bin ich auch dafür und ich bin auch dafür, dass wir auf jeden Fall auf der Baustelle vom neuen Mythica-Themenbereich auch nach dem Geschenk suchen werden. Da müssen wir leider über die Absperrung drüber klettern, fürchte ich, um dort auch zu schauen, ob das nicht irgendwo dort versteckt wurde. Es ist jetzt schon Nachmittag und es wurde noch immer nicht gepostet, dass das Geschenk gefunden wurde. Hier irgendwo auch ist es sicher. Wunderbar, wieder mit Kürbissen. Sieht sehr nett aus, das Legoland im Herbst. Ich war noch nie, Rita glaube ich auch nicht, hier in der Herbst- und Halloween-Zeit. Aber sie verstehen das schon ganz gut hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, was mit den Shows und Paraden ist, können wir jetzt noch nicht sagen. Da haben wir noch nichts gesehen. Auch hier ist noch kein Betrieb. Aber vielleicht wird das ja heute noch was. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und melden uns dann wieder. Also ich bin mir heute nicht sicher, weil heute haben mich schon einige komisch angesehen und ich glaube aber, es liegt an den Ohren. Ich hoffe es. Rita verwechselt irgendwie heute das Legoland mit dem Disneyland, aber also, sie lässt sich nicht belehren. Im Disneyland wäre ich nicht alleine mit meinen Ohren, aber gut, da ist man eher uncool, wenn man keine Ohren hat. Richtig. Übrigens hier beim großen Rennen Wartezeit von 39 Minuten. Ich weiß nicht, wie die dort immer auf die sehr seltsamen Zeitangaben kommen, warum man da nicht einfach 40 Minuten hinschreibt und dann freuen sich die Leute, wenn sie eine Minute weniger warten müssen. Kann aber sein, da die Schlange fast dort bis zum Anfang wo man reingeht, dauert. Wir sind hier jetzt im... Ein Mythica-Film. Oder gibt es nicht auch einen speziellen Halloween-Film? Ich habe gelesen, es gibt auch einen Halloween-Film. Einen Halloween-Film? Der Mythica-Film ist schon längere Zeit im Programm hier. Wir haben aber gehört, dass der nicht unbedingt zu empfehlen ist. Okay. Um 13 Uhr wird Die Monster sind los hier gespielt. Hoffentlich schalten Sie jetzt nicht das Wasser ein, aber ich glaube, das ist heute ausgeschaltet. Das wäre übel. Es ist jetzt gerade 12:30, also ich glaube, das wird sich jetzt nicht auszahlen, hier schon reinzugehen, aber wir können ja, keine Ahnung. Rita hat schon Hunger, also kann es sein, dass wir jetzt zuerst mal essen gehen müssen. Ja. Vielleicht später nochmal. Hier auch neu dieser Fotografierstand. Also wenn ihr ein cooles Foto haben wollt, dann seid ihr hier richtig. Ich bin nicht so fotogen, deswegen fotografiere ich mich lieber nicht. Aber hier natürlich rüber zum Schnäppchenzelt, welches jetzt auch, weil es schon so spät ist, seine Tore schon geöffnet hat. Rita will aber, wie könnte es anders sein, wieder ins Stars. Ja, vielleicht wieder auf sein Ciabatta. Ja.